Ich glaube, da hat mir mein Talent immer auch sehr geholfen, dieses Gespür zu haben, was wichtig ist für diese Änderung. Ja? Wie komme ich damit am besten jetzt zurecht? Was muss ich machen, damit ich weiterhin erfolgreich bin? Und das habe ich sehr schnell realisiert und auch umstellen können. Und deshalb habe ich gemerkt, dass obwohl viele immer gedacht haben, oh, die Umstellung könnte schwierig für mein Spiel sein, trotzdem immer eigentlich am schnellsten geschafft, wieder sofort mich an die Änderung zu gewöhnen und gut zu spielen kann. Das war eigentlich mit jeder Änderung so. Von daher ja, habe ich es irgendwann gar nicht mehr als Problem empfunden, sogar habe ich gedacht, oh, die Änderung könnte vielleicht sogar ein Vorteil für mich sein, weil ich mich einfach sehr, sehr schnell umstellen kann. Und ja, das war vielleicht eine meiner größten Qualitäten, ja, dass ich so eine Art Chamäleon war, mich immer an die neuen Dinge anpassen konnte und dass es gar kein großer Unterschied dann für mich war, dass ich jetzt gar kein Loch hatte dadurch, sondern ich weiß noch, als Frischkleben verboten wurde, wo jeder gedacht hat, oh, könnte schwierig sein, weniger Spin für Timo, noch langsamer. Und ich weiß noch, wir hatten sofort World Cup gehabt und ich war sofort wieder im Finale, gegen Marlon gewonnen im Halbfinale und habe ja, sofort wieder mein Level weitergespielt. Auch die größeren Bälle oder die Plastikbälle. Alles, wo jeder gedacht hat, oh, es ist noch weniger Spin. Aber dadurch, dass ich auch ja, den Sport einfach immer sehr, sehr gut verstanden habe, was zu machen ist, um erfolgreich zu sein. Und das schnell begriffen habe, das war, glaube ich, eine große Stärke von mir, ja, dieses taktische Verständnis vom Sport. Ja, vorher war mein Spielsystem eher so ausgelegt, dass ich natürlich einen guten Aufschlag hatte und dann war es schwierig für den Gegner kurz zu legen. Und auf diesen Ball war ich sehr, sehr gut, ja, wenn der Ball halblang oder lang gespielt wurde, dass ich sehr viel Rotation hatte und wenn ich den Topspin gezogen habe, hatte ich so eine große Qualität, dass ich sofort mit dem ersten Ball zu 80% Punkte gemacht habe. Das war dann mit dem größeren Ball nicht mehr möglich, weil es ein bisschen einfacher war dann zu blocken, weniger Spin. Da war der Gedanke von mir dann einfach sofort, ja, ich will gar nicht mehr mit dem ersten Ball Punkt machen, zu 80%, sondern mit dem zweiten aber. Und da habe ich mich so optimiert auf diesen zweiten Ball, dass ich den dann extrem früh treffe und gut platziere. Also die Konzentration, der Fokus war dann mehr nicht nur noch auf den ersten, sondern auch auf die nächsten Bälle. Und da war der erste Ball mehr Platzierung und der zweite Ball war dann mehr Power. So, und genau, es wurde dann zwar immer komplizierter, je mehr Einschränkungen ich hatte, je weniger Waffen ich hatte, umso mehr Strategie war das dann im Laufe der Jahre. Immer mehr Optionen von der Strategie im Kopf gehabt und irgendwann war es immer mehr ein Schachspiel für mich und gar nicht mehr so auf Qualität des Schlags ausgelegt, sondern immer mehr auf Taktik und Verwirrung des Gegners. Und früher war es mehr Qualität des Schlags und dann es wurde immer mehr im Laufe der Jahre mit jeder Regeländerung, die mir die Qualität vom Schlag genommen hat, wird es immer mehr Strategie und die komplizierteste war vielleicht die des Plastikballs, weil die Unterschiede von Hersteller zu Hersteller so extrem sind,
Das ist aber, glaube ich, für jeden schwierig, weil wir spielen in der Bundesliga fast jedes Spiel auf einem anderen Tisch, mit einem anderen Ball, dann international wieder anderes Material und dieses ständige Hin- und Herwechseln und nie Zeit zu haben, sich da vorzubereiten. Das hat es am Ende sehr, sehr kompliziert gemacht und man musste eigentlich schon im Kopf haben, ja, mit der Ball, mit dem Tisch, diese Kombination, muss man diese Taktik spielen und mit dem anderen Ball und mit dem anderen Tisch eine ganz andere Taktik. Und auch das Absprungverhalten, man findet erstmal so schnell nicht den Rhythmus, ja, um immer diesen perfekten Touch zu haben. Und das hat es sehr schwierig gemacht am Ende. Gerade, ja, weil ich dann irgendwann natürlich auch langsamer geworden bin, konnte mich nicht mehr so gut zum Ball stellen und nicht mehr so perfekt stellen und konnte das nicht mehr durch meine Athletik ausmachen. Deshalb war das unglaubliche Kopfarbeit dann, ja, immer diesen Rhythmus zu finden. Ja. War gefühlt die schwierigste Umstellung. Ja. Man muss sich nur vorstellen, was im Tennis los gewesen wäre, wenn ja, Federer oder Djokovic oder Nadal alle 2-3 Tage wechseln müsste zwischen Wimbledon und Sandplatz und das ständig hin und her und zudem noch viel weniger Zeit haben, um zu reagieren wie im Tischtennis, also wo es noch schwieriger ist, wo man keine Zeit hat, zu überlegen, auszuholen, sondern es muss alles so automatisiert sein und das macht uns das Leben als Spieler jetzt ziemlich schwierig. Ja. Deshalb kommen auch manchmal verrückte Ergebnisse zustande. Man bekommt natürlich Erfahrung und man weiß ungefähr, mit dem Material, der Ball springt schnell und hoch und flach und man muss dann dementsprechend Taktik spielen. Aber trotzdem, der Instinkt arbeitet nicht so schnell und macht dann durch die Automatismen Fehler. Und der Instinkt braucht immer ein bisschen länger als der Verstand.